So, hello alle zusammen. Hier ist der Paul Scorpion. Es ist ein Sonntag nachmittags hier in Bayern und es regnet, es ist kalt, aber das ist alles okay. Und der Grund, dass ich hier bin gerade, ist für einen kurzen Überblick über eine Reise. Das findet auf jeden Fall statt zu meiner Insel. Das heißt Patmos Insel. Die Insel Patmos liegt in dem Mittelmeer, nicht weit von der Türkei. Und es ist eine Insel, das ich habe erlebt jedes Jahr über die letzten 7 Jahre mit Gruppe. Und der Grund, dass wir gehen dahin, ist, dass wir leben die letzte Buch von der Bibel, äh, die Offenbarung von Johannes auf die Insel, wo Johannes hat das bekommen über die Christusenergie, so ungefähr 90 Jahre nach der Kreuzigung. Und die Offenbarung ist sehr besonders als eine Schrift insoweit, dass es beschreibt die Endtage. Und deswegen hat so viele Leute Angst vor diesem Buch, aber ich nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es macht mir nur Freude. Und der Grund, dass es macht mir so viel Freude, ist, dass die Angebot von der Offenbarung ist, dass wir leben in uns die Endtage. Ich bin ein Heiler und auch ein Lehrer. Und ich bin ziemlich ja, bekannt, insoweit, dass ich hatte großes Glück, dass ich konnte dann die letzten 6 Jahre von meinem großen Mystiker und Heiler auf der Insel Suppen miterleben. Der hieß Daskalos oder Stephen Tatschlis, war bekannt als der Magus von Strovelos. Insoweit ist mein Universitätsprofessor Kyriakos Markidis hat die erste Buch geschrieben. Ich glaube, das war in 97. Der Buch hieß und heißt immer noch der Magus von Strovelos. Und es beschreibt, wie unglaublich besonders der Daskalos war, nicht nur als ein Heiler und als ein Lehrer, aber auch als ein Mensch. Und wie gesagt, ich hatte wirklich Glück, dass ich konnte da bleiben für 6 Jahre. Der hat einen massiven Schlaganfall erlebt. Und es gibt einen Grund für das, aber das ist nicht der Thema von heute. Und seitdem bin ich hauptsächlich in Deutschland und habe ich hier ein Zentrum hier in Andex, an der Fuß vom Kloster Andex. Und ich bitte dann Seminare hier und Vorträge und auch Behandlungen hier. Und ich bitte auch Seminarreisen an, seit unsere 2 Kinder sind groß genug, nach Anatolien und nach das Heiligen Land und auch nach Ägypten und auch nach Patmos. Und wie gesagt, über die letzten 6, 7 Jahre haben wir dann nicht einmal pro Jahr, ab und zu 2-mal pro Jahr waren wir auf dieser wunderbaren Insel. Aber nicht nur für ein Pilgrimage, sondern auch, dass wir leben, das Offenbarung in uns. Und was ich merke jetzt gerade ist, dass ein 7-Jahre-Zyklus im September letztes Jahr, und letztes Jahr war unglaublich intensiv für uns alle, auch für mich, ehrlich gesagt. Aber es hängt zusammen mit Erkenntnis. Und Erkenntnis ist ein wunderbarer deutscher Wort. In Englisch haben wir das nicht so genau, aber Erkenntnis ist ein großes Geschenk von der Offenbarung, insoweit, dass es zeigt uns, was wir haben in uns für Mustern. Und Mustern sind oft, wir kennen die teilweise schon, aber teilweise, die sind so tief in uns vergraben, wir kennen die noch nicht. Und dieses Sommer, auf die Vorschlag von meiner Frau, und ich muss sagen, ich war total dagegen, hat sie gesagt, Paul, du musst wirklich ein paar Abenden, Sendabenden geben über Traumata. Und ich habe gesagt, warum? Sie sagt, ja, vertraust du mir? Ich sage, ja, ich vertraue dir vollkommen. Und dann haben wir das gemacht. Und jetzt sind wir bei die nächste Mittwoch ist die neunte Treffen oder die 8. Treffen. Und selber bin ich teilweise geschockt, dass ich nicht selber bewusst war, wie traumatisiert die Leute sind und auch traumatisiert
ich bin. Gott sei Dank. Und ja, was heißt Traumata? Es gibt so viele Quellen von Traumata, es ist unglaublich. Sogar wenn wir bringen Zeit in die Gebärmutter, schon 2 Wochen nach die Samen und die Eier kommen zusammen, können wir auch traumatisiert. Viele sind. Wenn die Mutter überlegt, ob sie das Kind behalten oder nicht, ist das Kind schon traumatisiert. Und auch nach der Geburt in Frühkindheit, besonders in dieser Zeit, wo wir erleben einen großen Umbruch, und auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Eltern waren traumatisiert, ist sehr hoch. Ich weiß, dass mein Vater war ein Philosophieprofessor, ein Experte über Immanuel Kant und Nietzsche und Platon, aber der steckt vollkommen in seine Kindheit selber und war vollkommen traumatisiert. Meine Mutter war eine Kinderbuchautorin, hat über 20 Bücher geschrieben und war sehr bekannt in Amerika. Und sie selber war sehr traumatisiert. Und jetzt kommen die Leute, mehr Leute kommen in die Wartezimmer jetzt gerade. Okay, okay. Und wie gesagt, ich war selber nicht bewusst, dass ich so traumatisiert war. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt sehe, weil jetzt merke ich, dass langsam bin ich mehr und mehr befreit von meinen eigenen Traumata. Aber es ist nicht nur wegen nicht nur die Zeit des Verbringen in die Gebärmutter und auch in Frühkindheit. Wenn ein Kind ist traumatisiert, oft die gehen im Leben und dann finden wir einen Partner oder Partnerin. Und normalerweise die Partnerin, das wir aussuchen oder das wir kommen zusammen, die sind auch traumatisiert. Und dann wir kommen zusammen und dann geht die Traumatisierung noch weiter. Aber es gibt etwas anderes und das war auch nicht so bewusst. Steht in der Bibel, dass wir haben in uns 7 Generations hinter uns. Nicht nur Mama und Papa und Oma und Opa, nicht nur Opa, aber es geht ganz weit nach hinten. Und es ist festgestellt, dass wir haben sogar über 10 Generations in uns. Das heißt Post-Generational Traumata. Und das heißt, dass es gibt unsere Vorväter in einem anderen Land, wie bei mir in Norwegen oder in Anatolia oder in einem anderen Land, wo unsere Vorväter waren traumatisiert wegen einem Krieg oder Krankheit oder etwas anderes. Und das ist in uns immer noch in mir. Okay? Und es ist auch ziemlich klar, dass wenn unsere Eltern versuchen, uns zu sparen, von was die erleben hat, ist Traumata, dann es kommt viel mehr an uns. Ein gutes Beispiel in die Ende vom Zweiten Weltkrieg in die KZ hier. Es war typisch, dass die Nazi-Soldaten die jüdische Frauen sexuell belastet. Es war nicht erlaubt nach dem Nazi-Gesetz, aber das war die egal. Und viele von diesen Frauen haben das überlebt und die wollten ihre Kinder sparen von das, aber wenn es nicht ausgesprochen ist, es kommt viel mehr an die Kinder, als wenn es ausgesprochen ist. Und auch viele deutsche Frauen waren traumatisiert von den russischen Soldaten und die haben auch gedacht, wir würden das nicht teilen mit den Kindern. Und dann, wenn die nicht teilen es mit den Kindern, das kommt viel mehr an die Kinder, als wenn es alles ausgesprochen ist. Das ist die Geschichte. Jetzt wissen wir das, Gott sei Dank. Und das ist der Grund, dass ich erkläre das, ist, wenn man erkennt die Offenbarung ein bisschen. Die Offenbarung ist unglaublich besonders, insoweit es ist aufgebaut von 7 und sogar 7 mal 7. Es gibt die 7 Sentenbriefe und das ist die erste von den 7 Reihe, das man erlebt und dann es geht dann 7 und 7 und 7 und 7 und zum Ende haben wir dann 49 mal 49 mal ja, ja. Und Dasklus hat immer gesagt, es ist nicht nur, dass wir sind aufgebaut von 7 Chakren oder 7 Ebenen, sondern die 7 Ebenen sind noch mehr geteilt über 7. Das heißt, ich bin aufgebaut oder man ist ein Mensch, wenn man inkarniert, man kann erleben 49 Ebenen. Hoffentlich nicht die unteren Ebenen, hoffentlich viel mehr die oberen Ebenen oder die Mittelebenen. Ist egal. Und deswegen passt das ist der Grund, dass die Offenbarung passt so gut zu meiner Heilungstechnik, weil es trifft uns vollkommen.
vollkommen. Aber jetzt noch mehr. Wie gesagt, die ersten 7 Jahre, dass wir waren da mit einer Gruppe, ich habe gemerkt, jetzt erst ein Vorbereiten für September, jetzt die kommenden September, und es gibt 2 Plätze frei. Oder 2, oder es hängt davon, ob man teilt ein Zimmer oder nicht. Es ist Zeit, dass wir sind alle konfrontiert mit unseren Traumata. Und wenn das Offenbarung ist aufgebaut vom Traumata, und es ist vollkommen aufgebaut vom Traumata, dann das passt noch mehr jetzt zu uns. Und was ich weiß, ist ein Heiler, dass man muss die Erkenntnis haben. Und wenn man ist bewusst über, von was wir leiden, dann man ist dann reif für Heilung. Wenn man nicht bewusst über, warum man leidet, zum Beispiel, dass wir sind vollkommen traumatisiert, dann man ist nicht so offen für Heilung. Und das glaube ich, dass dieses Mal auf die Insel Patmos, wir werden das total anders erleben als die ersten 7 Mal. Und sogar von der Liste, das sind, ich glaube, 8 Leute auf der Liste, 7 waren mit mir, nicht nur einmal, sondern auch, ich glaube, die 2 aus Nürnberg waren dabei, ich glaube, sogar 6 Mal. Und sogar es gibt eine Frau, Barbara, sie wohnt auf Patmos seit die erste Reise. Und sie war jedes Mal dabei und dieses Mal leider nicht, weil ihr Bruder besuchte ihr im September und sie sagte, ich kann das nicht machen, Paul. So, auf jeden Fall, das ist, was der Grund, dass ich hier bin, ist einfach, das zum Erklären, dass die Offenbarung findet statt auf dieser wunderbaren Insel. Diese wunderbare Insel ist absolut voll, wenn nicht übervoll, von Herrlichkeit und Heiligkeit. Das ist eine komische Insel. Es ist, wie gesagt, das ist eine 34 Kilometer groß und in der Winterzeit, es hat, die sagen 3000 Einwohner, aber das ist ein Spiel, die haben, ich glaube, 1400 Einwohner, die müssen sagen, die haben 3000 Einwohner im Winter, sonst bekommen die nicht genug Unterstützung von Griechenland. Oh, aber man weiß, dass es nicht so viel los in Winterzeit. Okay. Und wie gesagt, ich habe so viele Inseln erlebt in der Zwischenzeit. So viele Inseln in Griechenland und auch in der, ja. Und ich muss sagen, und ich war auch da für meinen Geburtstag im Juni, nur weil ich wollte die Insel erleben für 20 Stunden. Und habe gesagt, wenn man läuft über die Insel, man schaut nach links oder nach rechts oder vorne nach hinten und das Blick, das man erlebt da und die Herrlichkeit und die Frieden, das diese Insel uns anbieten, ist unglaublich. Aber meine Frau hat gerade zu mir gesagt, Paul, du musst einen Vortrag geben, das geht an Lebensfreude. Aber ehrlich gesagt, was ich sage, das bleibt zwischen uns. Meine Frau wird diesen Vortrag nie anschauen. Es ist mir, nehmt das nicht falsch, bitte, nehmt das nicht falsch. Wir werden Patmos erleben als ein Friedhof. Was ich meine jetzt gerade, ist nicht, dass wir da sterben, aber dieses Mal, wir können unsere Traumata lassen und wir werden dann eine Beerdigung erleben jeden Tag. Und was wird beerdigt, ist einfach eine Menge von Trauma in uns. Ob das hängt zusammen mit Kindheit oder sogar, was wir erleben in der Gebärmutter oder was wir erleben als Erwachsene, ist Traumata in der Familie oder in die Arbeitsstelle oder ob was wir tragen für post-generational Traumata ist eine Menge. Und ich glaube, ich spüre das tief in jedes Mal, dass ich rede über das, ich bekomme Gänsehaut, dass vielleicht ist es nicht der beste Ausdruck zu sagen, dass Patmos wird ein Friedhof, aber vergiss nicht, dass Friedhof heißt Frieden und ein Hof ist ein Hof, so das ist ein wunderbarer Platz, dass wir können unsere Traumata lassen. Ich glaube, es freut Patmos, die bekommen Kompost jetzt gerade von uns und wir können es lassen und die würden das einfach transformieren. Und ich würde etwas sagen dazu. Normalerweise von das los, die Leute warten von mir, dass ich bin ein Flussbett oder als ein Heiler, das was fließt über mich ist die Christusenergie und die Erzengel, Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Und seit der Covid-Zeit etwas unglaublich passiert hat und ist immer noch da, so ungefähr 2,5 Jahre hierher, ist, dass die Heiligen Geisten, ich sage das mit Absicht, Betonung auf die Heiligen Geisten,
das ist der Vorteil mit der deutschen Sprache, ist die absolute Urweiblichkeit. Und die Urweiblichkeit ist da für uns, weil sie weiß, dass wir leben nicht nur Traumata, aber dass wir haben in uns so viel Schaden. Und wenn ich sage Schaden, es gibt Quellen vom Schaden, natürlich, wenn man aus einem Grund oder die andere war geimpft von diesem Impfstoff und jetzt jeder gibt zu, das war kein Impfstoff, aber wir lassen das auch los. Oder mit Kinderimpfung, dann haben wir dann so viel Schaden in uns, in die Drüsen, in die Lymphen, in die Blutbahn und so weiter. Aber wir haben auch ziemlich viel seelische Schaden. Seelischer Schaden hat zu tun, dass wir sind vollkommen getrennt. Nicht nur voneinander, aber die Weiblichkeit von der Männlichkeit ist getrennt in uns und zwischen uns. Und auch zum Beispiel, dass die Chakren sind getrennt. Die 3 unteren Chakren sind neu definiert in den letzten 2000 Jahren als menschlich. Es hat nichts mit Spiritualität zu tun. Und das selber gab uns den Eindruck, okay? Und die 3 oberen Chakren hat mit Spiritualität zu tun. Das stimmt aber nicht. Nicht, dass das falsch war. Es ist einfach, das lebt in einer Zeit, 30 Jahre her, wo man hat einen anderen Glauben. Das ist wenn jeder sagt, Paul, du sprichst gegen das, ich sage nein. Ich sage 90% oder 95%, was das gelehrt hat, stimmt immer noch. Es ist nur, dass das hat, der Körper lebt, ist ein Gefängnis, hat oft gesagt. Und der Körper ist kein Gefängnis, okay? Und das heißt, die Heiligen Geisten ist eigentlich da für uns alle. Und ich glaube auch, die Hauptenergie, dass wir werden erleben auf Patmos im September, ist die Heiligen Geisten. Christus ist auch dabei, Dasglos ist auf jeden Fall dabei, Johannes ist dabei, die Erzengel sind auch dabei. Aber das ist die Zeit vor die urmütterliche Energie. Okay, mehr kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass es freut mich auf die Reise. Der Vorteil mit September ist jetzt gerade, ich habe gerade mit jemandem telefoniert und das sind 15.000 Touristen auf der Insel. Für mich ist das ein Haupttraum. Ich sage, ich war nie auf Patmos in spät Juli oder August und ich glaube, ich werde das nie erleben. Ich kann das nicht vorstellen, dass diese kleine Insel kann 15.000 Leute verkraften. Aber die brauchen das, die brauchen die Einkommen von da, die leben das ganze Jahr von diesen Monaten. Aber im September ist es wieder ruhig und es ist auch nicht so heiß. Und das heißt, das Seminar findet statt vom 20. September bis die 28. September. Und dann ist die Insel wirklich teilweise leer, aber immer noch 25 Grad und Baden ist wunderbar. Das heißt, wir machen eine Mischung zwischen Vorträgen. Ich erkläre teilweise die Offenbarung. Man kann es nicht erklären. Und dann dann ich lese vor, was gehört zu diesem Tag. Der erste Tag hängt zusammen mit den 7 Sendenbriefe für die 7 Chakren. Und dann wir gehen fort über die Insel, vom Fuß oder sowas, und dann wir machen eine Meditation. Ich lese das vor, es fließt über mich dann die Meditation vor, und dann eine tiefe Heilung fängt an. Und dann später in der Tag, wir kommen wieder am Hotel, und dann wir finden jemanden, und wir machen einen Austausch miteinander, und dann leben wir eine Behandlung. Und das machen wir seit 7 Jahren. Und es ist, wie gesagt, es war schon intensiv, unglaublich intensiv. Und es hat jedes Jahr war noch mehr intensiv. September war viel mehr intensiv, letztes September, auch für mich, ehrlich gesagt. Und ich spüre tief in mein Herz, dass dieser September, natürlich, ich mache Werbung, aber es gibt nur 2 Plätze frei. Es ist egal, ich glaube, die Leute kommen, dass dieser September in so ungefähr 7 Wochen, es wird unglaublich intensiv. Okay, so habt ihr denn Fragen? Ihr seid nicht so viel, ich tue das auf YouTube danach. Aber habt ihr Fragen? Ich sehe, dass Erika da ist. Karl, seit langem nicht gehört. Nubia, bist du in Österreich oder bist du unterwegs in eine griechische Insel oder die andere? Habt ihr Fragen? Nein, ich bin im Moment in Deutschland. Hallo Nein, Paul, nicht du, grüß dich. Karl. Ich weiß, du hast Kinder und alles. Ich weiß das. Ja, Ja, geht's dir gut? mir geht's gut. Ach, du hast nicht mich gemeint. Entschuldige. Wie bitte? Ach, du hast nicht mich gemeint. Ja, Karl, ja. Ich habe Ja. gesagt Nubia, weil sie liebt die griechische Insel. Ah, okay. Ja, ja, okay.
Alles Liebe, und auch für die Kinder und Frau, okay? Danke. Ja, ja. Aber hast du eine Frage übrigens, Karl? Nein, ich habe jetzt keine. Du hast keine Frage. Das ist nicht Na, ich typisch habe. Deutsch. Nein, das ist nicht typisch Deutsch. Okay, sonst Nubia oder Erika oder noch jemand, habt ihr Fragen? Es ist oft, dass entweder habe ich das alles erklärt oder weil, wie gesagt, man kann die Offenbarung nicht wirklich verstehen, aber man kann das wirklich gut erleben. Das ist komisch mit Dasklus, weißt du, wenn Dasklus einen Vortrag gab, man sagt, unglaublich, was der gibt für einen Vortrag, aber wenn man schreibt das auf, man sieht, dass der wiederholt alles, sogar zwei, dreimal pro Vortrag, aber wenn man das zuhört, man erlebt das nicht. Und es ist genau, weil ich habe so einmal hat ein Brief bekommen von einer Firma aus Amerika, das heißt Sounds True. Und die haben gesagt, Herr Skorpen, wir haben gehört, Sie arbeiten mit Dasklus oder vor Dasklus. Können Sie uns ein paar Tonbänder schenken? Und ich habe gesagt, wunderbar, das wird super, okay. Und dann ich habe dann acht Tonbänder eingepackt und geschickt nach Amerika. Und dann 4 Wochen später kommt ein Brief sagen, das ist so schön, was der Dasklus erklärt und was der gibt. Aber wir haben eine Bitte. Wir merken, dass Dasklus wiederholt das immer wieder, was der sagt, sogar in einem Vortrag. Können wir das denn schneiden? Cut and Paste. Und dann ich gesagt, vielleicht. Und dann ging es um Daskley. Die finden die Vorträge wunderbar, aber die wollen das dann schneiden zusammen. Und Daskley hat gesagt, Finger weg, Finger weg. Und das war die Ende von der Geschichte. Und ich weiß später, der Grund, dass Daskley der Finger weg ist, dass die Vorträge kommen nicht von Daskley, sondern die kommen von Johannes. Und das gesagt, man kann einen Vortrag von Johannes nicht anders machen, als es damals gegeben hat. Und ich weiß, dass die Offenbarung, man versucht das zu verstehen. Ich habe sogar hier in meinem Buchregal ein paar Bücher über die Offenbarung, aber ich lese die nicht. Ich muss nicht lesen, weil ich weiß, dass man kann das nicht verstehen. Man kann entweder einfach hingeben und sagen, ich vertraue das, weil es kommt dann von Johannes und es kommt von der gleichen Johannes. Das ist eine große Geschichte. Man weiß, dass es kommt von der gleichen Johannes, weil die Johannes-Evangelium ist aufgebaut von 7, immer wieder 7, 7, 7, 7, 7. Und die Offenbarung ist aufgebaut von 7, 7, 7. So, das heißt, man muss das einfach, man kann das gut vertrauen und man kann das dann absolut erleben. Okay, ja, dann, ich glaube, das ist dann, ich mache jetzt Schluss. Ein paar sind da, aber das ist ein bisschen spät und dann würde ich das hochladen. Sonst keine Frage? Okay. Dann, wie gesagt, es gibt 2 Plätze frei und auf jeden Fall bin ich da. Okay, mach's gut. Tschüss, ihr alle.